Jojojo, was geht ab, Leute? Wir sind wieder einmal unterwegs zum Nürburgring, um uns wieder einmal einen Tag voller Chaos anzugucken. Heute ist kein Karfreitag, heute ist Anlassen angesagt. Das Schöne ist, wir haben heute schon mal wesentlich besseres Wetter als an Karfreitag. Es ist zwar immer noch ein bisschen kühl, aber zumindest trocken. Dafür schon mal ein dickes Plus. Das Einzige, was heute ein bisschen nervt, ist, wir haben extrem starken Wind. Ich werde die nächsten 2 Tage wahrscheinlich den Nackenmuskelkater meines Lebens haben. Da wird die ganze Zeit, wird einem der Kopf von rechts nach links geschoben. Muss die ganze Zeit gegenhalten. Also da gibt es auf jeden Fall angenehmeres Fahren. Aber naja, man kann es sich mal wieder nicht aussuchen. Wir haben jetzt noch ein paar Meter vor uns. Wir werden dann mal über das Gelände gehen. Vermute ich jetzt erstmal. Und dann später den Corso mitmachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis später. So Leute, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zum Anlassen 2024. Ich denke, wenn man sich die Bilder hier anguckt, habe ich nicht zu viel versprochen, indem ich gesagt habe, es gibt wieder Chaos. Naja, aber natürlich schönes Chaos. Ich denke, das, was hier gerade passiert, kann man noch Startaufstellung nennen. Denn nachher auf der Strecke geht es auf jeden Fall flüssiger vonstatten. Hat zumindest die Jahre immer von draußen so aus, als ging es flüssiger. Also jetzt Stop and Go über 23 Kilometer habe ich jetzt nicht so großen Bock drauf. Aber das wird sich gleich ein bisschen auflösen, wenn es erst richtig losgeht. Ich denke mal, hier sollte es langsam anfangen, sich ein bisschen frei zu fahren. Da hinten sind die von den 2 Eingängen zusammengekommen und jetzt sind wir tatsächlich auf der Nordschleife. Hier ist die T13 oder wie sie seit neuestem heißt, Sabine-Schmitz-Kurve. So, wir haben es schon mal ganz nach rechts auf die Strecke geschafft. Da wollte ich nämlich hin. Wir werden jetzt gleich im Hatzenbach, also im nächsten Streckenabschnitt. Da kommt die erste Fotografin, die ich kenne. Und ich will noch ein paar schöne Fotos bekommen. Ne? Und nach dem Karussell muss ich auch rechts sein.
So, und mitten rein an den Hudson Bar. Oh, was ist jetzt hier los? Das hier ist eigentlich ein schneller Abschnitt. Hier geht es nämlich hoch Richtung Flugplatz. Ah, wer weiß, warum die da auf einmal brennen. Man kommt sogar besser voran, als ich dachte. Wir fahren hier knapp 50. Ich habe gedacht, wir würden den ganzen Kurs nur mit 20 oder sowas fahren. Aber umso besser. So, wie gesagt, hier sind wir am Flugplatz. Von da aus geht es weiter ins Schwedenkreuz. Hier ist Schwedenkreuz. Hier sieht man in den Videos von den Crash Compilations, dass sich öfters mal Leute überschlagen. Schön hier durch die Senke der Fuchsröhre und dann hoch Richtung Adenauer Forst. Adenauer Forst ist natürlich einer der beliebtesten Zuschauerplätze. Man kommt direkt bis an die Strecke, kann teilweise, wenn die Schranke offen ist, mit dem Auto bis da dran fahren. Und hier gibt es auch immer was zu sehen, weil es immer wieder Leute gibt, die hier in der Kurve driften. Quasi hier jetzt in der kommenden Links-Rechts-Schikane. Oder es gibt auch immer genug Leute, die hier jetzt geradeaus über den Rasen fahren, weil sie die Kurve nicht bekommen. Hier ungefähr hatte ich meine erste und einzige Panne auf der Nordschleife. Da ist mir bei einem Golf 3 VR6 der Wasserschlauch geplatzt und musste echt abgeschleppt werden. Passiert auch schon mal. Aber gerade wegen sowas ist natürlich mit dem Motorrad nochmal doppelt aufzupassen, weil auf so einer Betriebsmittelspur, da bist du mit dem Motorrad halt sehr schnell weg. Da man hier auf der Nordschleife im Prinzip ziemlich keine Auslaufzone hat, ist das dann auch immer direkt ziemlich böse. Schön durch Breitscheid, Exmühle, dann schön den Hang hoch beschleunigen, Richtung Lauda links. Hier, das ist die berühmte Kurve, wo Niki Lauda seinen schweren Formel-1-Unfall hatte. Ich denke, die Story hat jeder schon mal gehört. Als nächstes Bergwerk, ein bisschen tricky die Kurve, weil die relativ spät erst reingeht und dann auf einmal zumacht. Das in einer meiner ersten Runden bin ich hier mit dem Auto viel zu schnell reingefahren, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie so zumacht. Zum Glück hatte ich einen erfahrenen Beifahrer mit an Bord, der mich gewarnt hat, dass ich bremsen soll. Keine Ahnung, warum es sich hier wieder staut. Okay, wegen der Streckensicherung da hinten. So, sobald wir an der Streckensicherung vorbei sind, werden wir uns direkt rechts einordnen, damit wir im Karussell schön auf der richtigen Seite sind, um den Martin Hallo zu sagen. Also wenn ich hier nicht gerade am Motorrad sitze und ein paar Videos drehe, dann bin ich an den Wochenenden normalerweise immer hier und arbeite als Fotograf und stehe dann immer oben im Karussell. Leider kann ich heute kein eigenes Bild von mir machen, aber ich habe meinen guten Freund den Martin da oben stehen. Schöne Grüße und der wird gleich ein paar schöne Fotos von mir machen. Das ist natürlich immer am geilsten, schön zum Karussell hochjagen und dann die schöne Schräge mitnehmen. Das machen wir heute nicht. Heute wollen wir nämlich fotografiert werden, deswegen bleiben wir außen. Auf den Martin ist der Verlass.
Habe ich auch genau gesehen, wie er mich erkannt hat. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass auf dem Foto die Stange von der Insta360 da oben aus meiner Kombi rausguckt. Aber vielleicht werde ich ihn mir mit Photoshop einfach wegmachen. Aber ich wollte natürlich die Runde auf der Insta vielleicht mit festhalten, um da irgendwas Schönes zusammenzuschneiden. Hoffentlich. Hier auf der rechten Seite habe ich früher auch oft gestanden und Fotos gemacht. Das dann aber irgendwann als Sperrzone deklariert wurde und war dann verboten. So, und jetzt kommt natürlich die Stelle, auf die alle Leute warten. Das Brünnchen. Heute sogar deutlich mehr los. Deutlich mehr, vielleicht übertrieben. Heute auf jeden Fall mehr los als am Karfreitag, aber natürlich auch besseres Wetter. Jetzt geht es schön runter Richtung Pflanzgarten. Auch eine sehr bekannte Stelle mit dem schönen Sprung nach vorne. Mit dem Tempo passiert hier natürlich nichts. Ab in Pflanzgarten 2. Ob man so hier rechts, links durchstochen muss bei so einem Corso, weiß ich auch nicht. Ich glaube, selbst hier bei so einem Corso, wo man ja nicht schnell fährt, sind schon tödliche Unfälle passiert. Jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt, der Spaltenschwanz, das kleine Karussell noch, der Galgenkopf und dann sind wir schon auf der Döttinger Höhe. Da haben sich auf jeden Fall viele Leute gedacht, dass es eine gute Idee ist, sich auf der Döttinger Höhe nochmal hinzustellen, um alles zu gucken. Das ist aber ein feines Ding hier vor mir. Schöne RSV-Mille. Ja, aber ein Klang, ey. Ich will nur irgendwie sagen, dass er mal rappen soll. Geiler Sound, Alter. Geiler Sound. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute von dem Video Anlassen 2024. Das Chaos regiert mal wieder den Nürburgring. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt. Abonniert gerne meinen Kanal, schreibt gerne einen Kommentar, was ich als nächstes machen soll. Ich habe aber auch noch so einiges auf dem Plan. Wir werden demnächst auch noch mal zur Nordschleife fahren und ohne Chaos ein paar Runden drehen. Das wird garantiert auch wieder witzig. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir, eurem Burner. Macht's gut, tschüss! Let's go.